Willkommen in der Matrix. Hier, in diesem bezaubernden System, wird Ihnen die Welt zu Füßen gelegt. Sie können hier erfahren, was auch immer Sie erfahren und erleben möchten. Ja, die Matrix ist ein ganz besonderes System, das Sie betreten können. Kommen Sie herein. Wir laden alle Seelen ein, in die Matrix einzutreten. Sie können dort jede Rolle übernehmen. Sie können dort jedes Spiel spielen. Sie können dort alles zu Ihren Bedingungen erfüllen, was Sie sich schon immer gewünscht haben. Außerdem ist es möglich, immer wieder neue Spiele zu spielen. Sie können so lange spielen, wie Sie möchten. Sobald Sie auch nur einen Wunsch haben, wird Ihnen der in der Matrix erfüllt. Unsere Realitätssimulation ist lebensecht. Sie sind mittendrin. Und unsere wunderbaren Mitarbeiter werden Ihnen präsentieren, welche Möglichkeiten Sie haben. In jeder Lebensrückschau wird Ihnen gezeigt, welche Möglichkeiten von Präsident bis Bettler Ihnen offen stehen. Sie können alles erleben, was auch immer Ihnen in den Sinn kommt. Oh, ist das schön, ist das aufregend, ist das aufregend. Was kann ich denn hier alles so tun? Oh, in der Matrix kann man vieles tun. Also, wenn du dich bereit erklärst, als Seele aus der großen Urquelle entstanden, möchtest du ja bestimmt irgendwas erleben in der Matrix. Ne? Bei uns hast du einen riesigen Spielplatz. Da kannst du alles spielen, was du willst. Ich kann alles spielen, alles, wirklich alles. Es gibt nichts, was ich nicht machen kann. Du kannst da alles machen. Alles, Wow, ist ja abgefahren. Krass. Erzähl doch mal, was kann ich denn alles so machen? Du kannst erst einmal dich bewerben. Ich muss mich bewerben? Ja, du musst Wird dann dich nicht jeder zugelassen? Nein, nicht jeder, weil es gibt ein paar kleine Bedingungen. Oh, Denen okay. musst du zustimmen. Und wenn du denen zustimmst, dann darfst du mitspielen. Okay, was sind denn das für Bedingungen? Ganz einfach. Also zuerst musst du ja bedenken, es ist eine Realitätssimulation, die hautnah und glasklar und echt ist. Du bist mittendrin. Aber mit deinem jetzigen Wissen, was du hast, kannst du nicht richtig in der Matrix spielen. Wieso nicht? Ich weiß doch alles. Ja, eben. Und aus dem Grund musst du dich natürlich bereit erklären, für den Zeitraum, in der du bei dem Spiel in der Matrix mitmachst, dein Gedächtnis vorne abzugeben. Das heißt, all deine Erinnerungen werden gelöscht bzw. auf Eis gelegt. Und solange du in der Matrix drin bist, kannst du dich nicht mehr erinnern, wer du bist, woher du gekommen bist, dass du aus der Urquelle bist und dergleichen, ist dann nicht mehr möglich. Also das ist die Grundbedingung, weil sonst funktioniert das nicht. Du meinst, ich kann sonst nicht richtig spielen, weil dann kann ich das alles nicht so richtig erleben, meinst du? Ja, weil... Das ist ja voll aufregend. Das ist total cool. Ich glaube, das ist... Was gibt's da noch für Bedingungen? Ja, die nächste Bedingung ist, ab wann du mitspielen willst. Du kannst sofort mitspielen oder du kannst auf einen optimalen Eintrittszeitpunkt warten. Sofort, ich will sofort losspielen. Wann darf ich dann anfangen? Ja, also der nächste Eintrittszeitpunkt wäre so ungefähr, ja, vielleicht in 10 Jahren, wenn du nochmal wiederkommst. Aber das ist mir viel zu lang. Das klingt alles so aufregend. Ich möchte unbedingt mitspielen. Jetzt sofort. Ja, wir hätten da so einen Eintrittszeitpunkt in Afrika. Der ist nicht so spannend. Also da bist du in einem Dorf, lebst du dort. In einem Dorf? Das ist doch wundervoll. Ja, aber der Nachteil ist natürlich, dass man da nicht so viele Spielmöglichkeiten hat. Aber man kann doch alles anfassen und alles erfahren und alles ist aufregend bestimmt. Ja, das kannst du natürlich machen. Das ist richtig. Das nehme ich. Ja, das kann man machen, aber es wird auch öfter gewählt. Aber die Teilnehmer an unserem Spiel waren nicht immer zufrieden damit. Aber ich kann doch das nächste Mal was Neues wählen. Das heißt, ich kann schon mal mich testen und gucken, wie das überhaupt so aufgebaut ist, wie das funktioniert. Und dann im nächsten Leben, dann kann ich was ganz Eigenes, Neues erleben. Ja klar, wenn du erstmal drin bist in dem System, kannst du dann nach diesem Leben ein neues Leben planen. Und so oft und so viel ich will? Ja, du kannst immer wieder rein in das Spiel und kannst dort mitspielen, solange du möchtest. Wow, das ist so cool. Ich glaube, das will ich unbedingt machen. Ja, und es gibt auch viele Teilnehmer in unserem Spiel.
die spielen auch oft Spiele häufiger. Also es gibt welche, die haben schon 30 Mal dasselbe Spiel gespielt, weil es ihnen so gefallen hat. Was? Echt? Ja. Wow. Los geht's. Ja, und das Schöne daran ist, all unsere Teilnehmer sind zufrieden. Sie sind wirklich zufrieden. Also die meisten sind immer zufrieden. Klar, es kann mal sein, dass ein Leben nicht so gut läuft. Das ist vielleicht, weil du hast ja da schon innerhalb dieses Lebens einen gewissen freien Willen. Du hast da schon Möglichkeiten, auch zu improvisieren. Aber da du natürlich selber Entscheidungen treffen kannst und auch alles um dich herum selber erschaffst, kann es natürlich auch mal daneben gehen. Es kann mal sein, dass ein Leben nicht so schön ist, dass es irgendwie unschön endet oder so. Aber dann kann ich es ja im nächsten Leben besser machen. Ja, auf jeden Fall, ja. Und dann kann ich auch mit anderen Mitspielern interagieren und die anfassen und das alles? Ja, und da gibt es Sachen, wo man sich gegenseitig anfassen kann. Das glaubst du nicht. Also, Wirklich? Was denn so ja. zum Beispiel? Oh, da gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, dass man sich mit anderen Menschen verbindet. Und dabei entstehen unwahrscheinlich starke Gefühle. Gefühle? Der ganze Körper vibriert und zittert und man hat dann plötzlich irgendwelche aufkommenden Emotionen und Emotionen? Was sind denn Emotionen? Emotionen sind Zustände, die eben eine bestimmte Situation noch um ein 100-faches verschönern. Wow. Ja, das will ich. Ja. Und irgendwann, du bekommst dann da auch einen Körper. Einen echten Körper? Ja, du wirst da richtig manifestiert in der Matrix mit einem extra Bioanzug. Das ist doch voll abgefahren. Ja, der Bioanzug hat Möglichkeiten, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und mit diesem Bioanzug, der ist natürlich notwendig, kannst du dich eben da in dieser Welt bewegen, frei bewegen. Du kannst überall hingehen, du kannst alles berühren, du kannst dir alles anschauen, du kannst alles mal ausprobieren. Also, und es gibt auch viele andere Wesen noch dort. Wow. So kleine Tiere gibt es da. Kleine Tiere? Ja, das sind tausende von Arten. Die sehen alle unterschiedlich aus. Und selbst die haben manchmal unterschiedliche Charaktere. Und Ach was. ja, das ist also ein Wahnsinnserlebnis, ein großartiges Spiel. Und die meisten, die bei uns vorbeikommen, sind sofort begeistert und möchten unbedingt mitmachen. Wann geht's los? Ja, wie gesagt, also... Ich du nehme das in könntest- Afrika. In Afrika. Ja, ich will das in Afrika. Ja, also es wird aber da nicht so schön sein, das erste Leben. Ist okay. Ja, das Los heißt, geht's. ja. Aber du könntest danach natürlich, hast du dann gewisse Privilegien, weil du ja schon mal mitgespielt hast. Und du kannst danach ein besseres und angenehmeres Leben führen. Okay. Ja, wäre das was für dich? Das ist was für mich. Ja? Unbedingt. Das will ich unbedingt ja. erleben. Klasse. Ja, dann werden wir dafür sorgen, dass du bei dem nächstmöglichen Eintrittszeitpunkt eintreten kannst in die Matrix und bekommst dann einen eigenen Bioanzug. Wow, yay, cool. Super. Kann ich auch meine Freunde mitbringen? Ja, wenn du Freunde hast, du kannst noch mal eben los und die alle mitbringen und dann könnt ihr alle eintreten, wo ihr wollt. Geil. Du bist dabei. Ich bin dabei. Gut, dann musst du aber noch diesen Vertrag unterschreiben. Kein Problem. Frisch. Ja, der Vertrag sagt, erstens, du musst all deine Erinnerungen an deine bisherigen Erlebnisse im freien Universum abgeben. Okay. Die Erinnerungen werden auf Eis gelegt und du bekommst die Erinnerungen erst wieder zurück, wenn du die Matrix erfolgreich verlässt. Das heißt, wenn ich das Spiel erfolgreich beendet habe? Ja, so könnte man es nennen. Okay. Ja. Und die zweite Bedingung ist, dass du natürlich dann auch innerhalb der Matrix dich an die vorgeschriebenen Gesetze hältst. Ja. Okay. Ne, du Welche darfst Ges- da jetzt nicht zum Beispiel einfach losfliegen innerhalb der Matrix, weil Fliegen wird da nicht so gern gesehen. Okay. Ja, Ja, aber ich bin ja schon immer zu geflogen, jetzt kann ich auch mal gehen. ja. Und es kann auch etwas länger dauern. Also solch ein Spiel kann durchaus mehrere tausende Jahre dauern. Ja, aber guck mal, ich lebe doch schon Milliarden von Jahren. Das macht doch gar nichts, wenn ich da ein paar tausend Jahre ein bisschen spielen gehe, oder? Eben, das denken wir auch. Das fällt ja kaum auf bei den ganzen Milliarden Jahren, die wir so gelebt haben. Dass man da mal ein paar tausend Jahre innerhalb des Spiels opfert. Eben. Ja.
Und die nächste Bedingung ist, sobald du noch irgendeinen Wunsch haben solltest, nachdem du eine Runde, das nennt sich da Inkarnation, sobald du eine Runde in einem Bioanzug absolviert hast, wirst du danach gefragt, ob du noch irgendwelche Wünsche hast. Und sobald du noch irgendeinen Wunsch hast innerhalb der Matrix, ist das dein Ja-Wort dafür, dass du nochmal spielen möchtest. Oh, ich habe so viele Wünsche, ich habe so viele Ideen, ich will so viel erleben. Ja, dann bist du die richtige Person für die Matrix. Yay! Super. Ja, dann brauchst du nur den Vertrag unterschreiben und dann geht's los. Super, Ja? mache ich. Okay, super. Dann wünsche ich dir viel Spaß in der Matrix und ja, bis irgendwann mal. Vielen Dank und Ahoi! Ahoi. Willkommen zu unserem Matrix-Workshop. Lasst mich hier raus! Geben wir euch jetzt erstmal einen Überblick, was euch in diesem Kurs erwartet. Unser erstes Thema ist natürlich, was ist die Matrix? Unser zweites Thema ist der Aufbau der Matrix, gefolgt vom Matrixgitter der Erde. Das nächste Thema ist der Reinkarnationszyklus. Der Zyklus, der dich hier in der Matrix gefangen hält. In dem Zusammenhang natürlich auch die Vergessenheitsmaschine. Unser nächstes Thema sind Alien-Implantate, denn es gibt verschiedene Wesen, die uns natürlich auch hier gefangen halten wollen oder manipulieren und beeinflussen wollen. Dann ein sehr spannendes und auch wichtiges Thema, die Matrixhülle. Die Matrixhülle, die dein Bewusstsein gefangen genommen hat oder wo dein Bewusstsein eingesperrt ist, damit du hier auf diesem Planeten bleiben musst, willst, kannst, darf man sehen, wie man möchte. Unser nächstes Thema ist das Leben als Computersimulation. Wir werden Vergleiche anstellen zwischen dem normalen Leben und dem Spiel, einem ganz normalen Computerspiel. Und du wirst feststellen, wie viele Parallelen es da gibt. Als nächstes haben wir die Erbauer der Matrix. Wer hat die Matrix erschaffen und warum? Wer waren die Gentechniker und die Erschaffer? Und wer ist das alte Imperium? Sind das vielleicht die Erschaffer der Matrix? Woraus setzt sich das alte Imperium zusammen? Wer gehört dazu? Und natürlich sind auch die Anunnaki Thema. Das nächste Thema wird sein das Licht. Die Lichtfalle und die Werbung. Der Lichtbereich und seine Frequenzen. Dann kommt das spannende Thema über die Matrixwächter. Außerdem geht es um Dualität und Polarität. Dann kommt das wahnsinnig interessante Thema, die 3 Wege aus der Matrix. Dann geht es um die multidimensionale Matrix und das freie Universum. Im Weiteren dein wahrer Heimatplanet. Dann geht es um die schwarzen Portale. Im Weiteren über die Schwärze, dann über Tipps und Tricks zum Thema die Schwärze. Ein weiterer Weg, der Aufstieg hinaus aus die Matrix. Ebenfalls gibt es dann wieder hier Tipps und Tricks zum Aufstieg. Dann geht es weiter mit der Dissoziation und der Matrixhülle. Die Schritte der Dissoziation. Im Weiteren lernst du 2 Techniken kennen. Erstens die Technik der Dissoziation und zweitens die Technik das spirituelle Auge. Im Weiteren geht es um die Möglichkeiten der Dissoziation und die Effekte des spirituellen Auges. Und dann kommt der Abschluss dieses Online-Seminars mit Fragen und Antworten. Wir wünschen viel Spaß.